Als Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte ist mir wichtig, dass wir Ihnen hier im Museum nicht nur die Pracht zeigen, nicht nur das Schöne zeigen, nicht ein Bild der Vorgeschichte entwerfen, in dem es nur Fürsten gibt und Reiche und schöne Kunstgegenstände, in dem es nur Krieger gibt und Wohlhabende, sondern wir wollen Ihnen zeigen, wie die Gesellschaft der damaligen Zeit wirklich war. Wir wollen Ihnen zeigen, dass spätestens das Neolithikum, aber auch die Bronzezeit zu Arm und Reich führt und dazu führt, dass große Bevölkerungsgruppen marginalisiert sind. Diese sind im Museum meistens nicht zu sehen, schon deshalb, weil die Gräber beigabenlos sind. Beigabenlose Gräber zeigen aber immer noch eine gewisse Würde. Wir haben es hier mit einer Siedlungsgrube zu tun, in die einfach und scheinbar völlig achtlos zwei Menschen entsorgt wurden. Die wurden gleichsam reingeworfen, die liegen dort reglos. Ein Mann liegt hier auf dem Rücken, eine Frau liegt über ihn. Und wenn man die beiden genauer ansieht, dann stellt man fest, dass zumindest der Mann, wahrscheinlich auch die Frau, ermordet wurden. Der Mann erhielt von hinten zwei heftige Schwertstiche. Wenn man sie genauer anschaut, forensisch, anthropologisch, dann stellt man fest, dass der Mann darüber hinaus einen entzündeten Fuß hatte, also wahrscheinlich hinkte oder humpelte, und dass die Frau wahrscheinlich gebückt war, denn ihre Rückenwirbel sind im oberen Bereich zusammengewachsen und entzündet, sodass sie ebenfalls sozusagen eine schwere Behinderung hatte. Diese beiden waren darüber hinaus Geschwister, denn sie hatten die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Sie waren 25 bis 30 Jahre alt, als sie sicherlich gewaltsam umkamen und einfach in eine Abfallgrube geworfen wurden. Und dass es nicht eine Bestattung war oder nichts Regelhaftes, das sehen wir daran, dass zumindest der Mann eine Zeit an der Oberfläche lag, denn dort, wo seine Stichwunde ist, fraßen Hunde, und dass offenbar in einem Teil der Grube ein Feuer gemacht wurde, sodass Teile der Knochen anbrannten. Die Grube wurde dann mit Steinen abgedeckt. Also ein wirklich tragischer Fall. Ob es sich hier um Mitglieder der Gemeinschaft handelt, denn die Grube befindet sich am Rand oder in einer Siedlung, oder ob es sich hier um Fremde handelt, die ermordet wurden, das wissen wir heute natürlich nicht mehr. Wichtig ist aber zu betonen, dass Siedlungsbestattungen, und da fanden wir in dieser Siedlung auch etliche in den Gruben und die auch irregulär darin liegen, nicht immer gedankenlos oder einfach nur Entsorgung sein müssen, sondern dass es sich bei denen durchaus um geplante Bestattungen handeln kann, anders als hier. Wir haben also in der Vorgeschichte prinzipiell reguläre Bestattungen, Siedlungsbestattungen. Insgesamt haben wir zumeist aber viel zu wenig Bestattungen. Was mit den Toten passierte, die wir nicht finden, da können wir nur spekulieren, ob sie verbrannt wurden, in die Flüsse gestreut oder überhaupt nicht regulär bestattet. Das wissen wir nicht. Wir wissen aber eins, wir fassen hier eine soziale Gruppe, die sonst in Museen wenig repräsentiert ist, und wir wollen auch dieser Gruppe hier sozusagen eine Stimme geben, in der wir auch die Schattenseiten der vorgeschichtlichen menschlichen Gesellschaften zeigen und nicht den Eindruck erwecken, als hätte man dort nur Milch und Honig und blühende Landschaften, sondern auch zeigen, dass wir damals zumindest schwere Kriminalfälle hatten, dass wir Ausgestoßene oder Marginalisierte in unseren Gesellschaften damals vielleicht genauso rücksichtslos behandelten, wie dies heute noch manchmal in verschiedenen Gesellschaften geschieht. Der Mensch hat sich also nicht unbedingt geändert. Der Mensch hat immer beides, Brutalität, Kriminalität, Aggression, aber natürlich auch Fürsorge, Edelmut und das Streben nach Kunst und Wahrheit. Das Streben nach Kunst und Wahrheit ist ein Anliegen des Museums, vor allem nach Wahrheit. Wir versuchen, so weit als möglich, die Dinge auch naturwissenschaftlich, forensisch zu dokumentieren und Ihnen zu zeigen. Ich denke, dies ist ein eindrucksvolles Bild menschlichen Verhaltens vor etwa 3000 Jahren.